Ich bin der Sepp Holzer, Bergbauer, da im Lungau. Wir sind da auf 1400 Meter Seehöhe. Hier züchten wir Pflanzen, Seerosen und verschiedenste andere Wasserpflanzen, die es normalerweise in dieser Höhe nicht gibt, weil es eben der kälteste Ort Österreichs ist. Also da hier sieht man das perfekte System der Holzerschen Permakultur. Der üppige Bewuchs mit allen Mischpflanzen, dort Lupinen, Beifuß, Digitalis, die Giftpflanzen selbstverständlich wegen der Bodengesundheit und für die Gesundheit der Tiere wichtig, dass sie sie bedienen können. In der Apotheke der Natur, da sieht man diesen Steilhang, diesen Felsen, und da ist alles voller Äpfel und Eberischen. So, wenn die werden ja ungleich reif. Und dann geht der Wind. Und dann fallen die Äpfel runter, rollen da über den ganzen Hang runter. Und die Schafe warten schon, oder Rinder oder Schweine, wo es ja gerade in der Koppel ist. Und das ist wie ein Futterautomat. Holzersche Permakultur ist eine von mir so erlernte, erfahrene, symbiotische Landbewirtschaftung, natürliche Landbewirtschaftung. Da wachsen die Rosen miteinander mit den Rhododendron und die Azaleen. Das dürfte normal überhaupt nicht sein. Eine Pflanze schützt die andere, also Symbiosen schaffen. Gemeinsam geht's besser wie einsam. Und das muss man sehen, und das konnte in der Natur ja überall beobachten. Wenn man die Natur versucht zu verstehen, dann ist man von dieser Perfektion der Natur so begeistert und so überzeugt, da kann man nie auslernen. So habe ich die Symbiose der Wechselwirkung. Eine Monokultur ist ein Gegeneinander, das ist ein Kampf, weil zur gleichen Zeit alle Pflanzen die gleichen Nährstoffe brauchen und die sind in der Natur nicht vorhanden. Und dann muss ich die zuführen. Dann werden sie krank, werden sie süchtig, werden sie abhängig. Dann beginnt das Spritzen und Bekämpfen anstatt zu begreifen. Habe ich aber diese Symbiose der Wechselwirkung, dann ist es gesund, dann versorgen sie wechselseitig, dann habe ich viel weniger Aufwand, aber dann habe ich robuste Pflanzen. Nur der Mensch funktioniert nicht ganz perfekt. Also der glaubt, er ist gescheiter und er kann was verbessern. Und dabei richtet er großen Schaden an. Ja, da sehen wir jetzt da hinten der Gegenhang. Das ist die klassische Fichtenmonokultur, diese Förderwirtschaft. Da sieht man in großem Ausmaß das Waldsterben, wo durch Schneebruch, Wind, Borkenkäferbefall der ganze Wald zusammenbricht. Aber das wird gefördert, dafür gibt es Aufforstungsprämien, Prämien für Wegbau etc. Den Hof habe ich übernommen 1962, da war ich 19 Jahre alt. Unser Besitz geht von 1100 Meter bis 1500 Meter Seehöhe. Das sind auf diese 50 Hektar, sind da 400 Meter Höhenunterschied. Und das habe ich, den ganzen Berg, habe ich ja terrassiert. Und das sieht man ja auch hier, wenn man da rauf schaut, diese üppige Vegetation, diese enorme Vielfalt hier, auch von zum Teil exotischen Pflanzen, kann man ja überall sehen. Das sind jetzt Heidelbeeren. Also hier haben wir hunderte von Sträuchern bis auf die Alm rauf. Das ist eine Mischkultur. Hier unten ist alles voll Karotten. Das sind die Karotten. Die werden bis zum Spätherbst wunderschöne Karotten. Dann ist da Salat dazwischen. Und wenn ich Ihnen da ganz alte Sorten von Salat zeige,
die werden Sie kaum mehr wo finden. Das ist ein Blattsalat, ganz alte, robuste Sorten. Wunderbar zum Essen. Jede Pflanze ist ein Lebewesen. Alles lebt. Es gibt nichts Totes. Nichts, gar nichts. Für mich lebt alles. Und dort ist wichtig, dass man entsprechend mit seinen Lebewesen, Mitlebewesen umgeht. Mit Pflanzen, wenn ich jetzt hier stehe und das fühle, und ich wäre jetzt diese Heidelbeerpflanze. Und dann schaue ich die an und frage sie so im Gedanken, sehe das, Blätter, Früchte, Boden, Symbiose, die sagt mir, dass sie sich wohlfühlt. Das spüre ich, das fühle ich. Wenn ich hingehe und Guten Morgen sage, das wird sie natürlich nicht verstehen. So geht's durch, habe Obst, Obst über Obst. Und da schaut's mir auf, was da Kiwi sind. Das sind die chinesischen Kiwi, die kannst du samt der Schale essen, wenn sie reif sind. Wunderbar, hocharomatisch und weit besser wie die anderen. Da sehen wir jetzt Felsen, das sind Sonnenfallen, also Kleinklimazonen. Die Steine, der Felsen, strahlt die Wärme ab, der hat einen Kachelofeneffekt. Das ist ganz wichtig für diese besonders wärmebedürftigen Pflanzen. Und jetzt schaut euch das an, da ist alles voller Weintrauben. Und das ist halt so eine Experimentierfreude von mir, dass man versucht, auch in dieser Höhenlage, bei diesen Temperaturen, wärmebedürftige Pflanzen zu ziehen. Tümpel und Seen gibt es 72, wenn ich die kleinen dazu zähle, mit 4 Hektar, knapp rund 4 Hektar Wasserfläche. Wasser ist das Wichtigste. Wasser, die ganze Welt besteht 70% aus Wasser. Wir bestehen 70% aus Wasser. Wasser ist produktiver wie jeder andere Boden, wenn man es richtig nützen kann. Das habe ich schon als Schullabor mein Geld verdient mit den ersten Tümpe. Dann habe ich Wasserpflanzen gezüchtet und heute mache ich das in großem Umfang mit den Fischen, mit den Krebsen, mit den Muscheln und mit den ganzen Wasserpflanzen, Wasserpflanzengärtnerei. Aber das Wasser hat noch eine viel wichtigere Aufgabe, dass ich den Ausgleich über das ganze Jahr habe, dass nicht im Sommer zu trocken ist. Und dann trocknet alles aus und dann ist ja Brandgefahr, das ist ja klar. Und wenn der Boden trocken, ausgelaugt ist und hart ist, nimmt er kein Wasser auf. Denn der Boden muss kühler sein als wie der Regen, der was fällt. Dann zieht der Boden, die Erde, das Wasser an. Wenn es aber umgekehrt ist, dass der Boden heiß ist, weil er abgewirtschaftet ist durch die Monokultur, dann ist er trocken, hart, dann lehnt er das Wasser ab, dann fließt es ab und das führt dann zu großen Überschwemmungskatastrophen. Ich habe da die verschiedensten Fische drin. Wir haben über 30 verschiedene Fischarten. So wie draußen alles bunt gemischt ist, Vielfalt und nicht Einfalt erhält das System auch im See oder in den Teichen. Also was ich da gemacht habe, ob das die Terrassen sind, ob das die Obstbäume im Wald sind, ob das die Fischteiche sind, die Tierhaltung im Freien, alles verboten. Ich bin der meistbestrafte Bauer von ganz Österreich. Denn die Obstbäume im Wald erfüllen den Tatbestand der Waldverwüstung, weil das ein forstfremdes Gehölz ist. Terrassen bauen strengstens verboten sind unerlaubte Erdarbeiten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, da sind die Leute dahergekommen, Rudelweißbeamte. Die haben nur Flurschauen angerichtet und haben mir da alles zusammentrampelt und mir einen Haufen Vorschriften gemacht. Das war einfach unerträglich. Ja, der Putzeler. Was denn? Kommt's auf da.
dass man das überhaupt durchsteht, dass man das alles durchhalten kann. Ich konnte euch da Beispiele erzählen, da steht euch die Haare auf, was ich da erlebt habe. Ja, das sind schwäbisch-hellische Duroc-Schweine und Duropolia. Da haben wir Schweine mit 400 und mehr Kilo, 460 Kilo haben wir mal gewogen. Das sind die ganz großen. Die kann man schon zum Terrassenbauen nehmen, zum Biotop machen, die graben eine im Boden Meter tief. Wenn man es richtig lenkt mit Futter. Also Schweine aus der Massentierhaltung werden da völlig ungeeignet. Die kriegen einen Sonnenbrand, die sind zu dumm, dass sie einen Schatten kriegen, die legen sie wohin und nächsten Tag sind sie kaputt, weil sie so einen Sonnenbrand haben. Das sind Krüppel. Oh, la. Jo. Oh, ja, Fisch. Ha? Ja. Wir wechseln da ständig die Koppeln. Da kommen die Schweine ackern. Dann wird eingesät. Und dann nach den Schweinen kommen die Rinder auf die Koppel. Wenn das wieder üppig wächst dort, viel Futter ist. Und dann als nächstes die Schafe und dann wieder die Schweine. Ich muss ja die Tiere nicht einsperren und dann ein Gefängnis weiterspielen, dass ich die gefangenen Tiere im Stall versorgen muss. Dann habe ich die ganze Arbeit. Ist ja nicht notwendig. Ja, was denn, das ist ein ganz kleines, erst ein paar Tage alt. Was ist denn? Die Bienen, Regenwurm und die Waldameisen, das sind die wichtigsten Insekten überhaupt. Der Regenwurm mischt alles, dann habe ich alle Nährstoffe. Wenn wir keine Regenwürmer hätten, dann wären wir schon längst nicht mehr da. Die Ameisen regulieren die Insekten, wenn irgendwo zu viel sind. Die Ameisen sind die Regulatoren. Dann greifen die dort ein und fressen die Raupen oder fressen diese Insekten. Und die haben ein Straßennetz. Das haben sie unterm Gras, die haben ein Straßennetz wie eine Stadt. Steige, Wege, Autobahnen. Auch unterirdisch. Also man muss einmal das Leben der Ameisen einmal begreifen, einmal sehen, einmal studieren, dass man weiß, was das für hochintelligente Tiere sind. Der nächste Ort ist hier Rammingstein. Zu tun habe ich mit die eigentlich so viel wie gar nichts. Ich bin jetzt sicher schon 3, 4 Jahre nicht mehr auf der Gemeinde gewesen. Warum sollte ich in ein Wirtshaus gehen, wo die Sumpfbodler sind, diese Stammtischler? Also fürs Erste ist so, dass die wenigsten überhaupt verstehen, was du magst. Die kennen das am allerwenigsten, was du magst. Und ja, das ist halt sehr stark der Neid ausgeprägt. Nicht zuerst lachen sie dir aus, was du magst, bist der Spinner, nicht? Und ist alles verrückt, was du magst. Jetzt